So, Servus zusammen. Was machen wir heute? Heute machen wir mal Schadensbegrenzung. Und warum? Das erkläre ich euch gleich. So, wir machen einmal Schadensbegrenzung und das andere, was wir machen, ist, wir gucken uns die Kupplungsteile an und gucken uns mal an, wie man diese Welle schmiert und die Verzahnung auf dem Getriebe. Das gucken wir uns an. Aber zuerst, warum Schadensbegrenzung? Ich habe im letzten Video ja gezeigt, wie ich die Radialdichtringe rausgemacht habe und die neuen Radialdichtringe wieder reingemacht habe. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Auf dem Bild seht ihr, dass der Radialdichtring so eine Filzauflage hat und die Filzauflage in die Aussparung von der Kurbelwelle hineinragt. Das heißt, die Filzauflage ist im Innendurchmesser größer als die Kurbelwelle im Außendurchmesser. Meine Befürchtung ist jetzt, dass die Kurbelwelle, wenn die sich an der Stelle dreht, diese Filzauflage abschabt, ne, wie so ein Hobel, die Reste davon im Motor landen. Das hätte ich mir natürlich vorher überlegen können, ganz klar. So, wo habe ich die bestellt? Ich habe die bei Tilz bestellt. Und warum habe ich die dort bestellt? Ganz einfach, weil ich habe diese ganzen Dichtringe fürs Getriebe, das auch von dort bestellt und dachte mir, alles perfekt, super, wunderbar. Und habe dann eben halt auch die Dichtringe, die Radialdichtringe für die Kurbelwelle dort bestellt. Was dann da kam, waren eben im Prinzip diese zwei Dichtringe, die vom Maß her absolut exakt sind, alles perfekt, aber eben halt beide diese Filzauflage haben. Ich habe die aber dann dennoch montiert und bei der Montage vom inneren Wellendichtring nicht gesehen, dass dieses Problem vorherrscht. Ich habe ein paar Bilder gemacht, ne, das habt ihr gesehen im Video. Ich habe ein paar Bilder gemacht, um euch das ein bisschen näher zu bringen, die einzelnen Sachen. Und später, als das Video dann fertig war, habe ich nochmal die Bilder durchgeguckt, habe das absortiert und da habe ich dann festgestellt, Moment, da stimmt doch was gar nicht. Ne? Das war das Bild, was ich euch eben eingeblendet habe. So, ich habe den Verkäufer angeschrieben und habe geschrieben, dass das nicht so optimal ist, weil man auch nicht weiß, ob eventuell das Probleme macht mit der Kurbelwelle irgendwann. Weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Habe ich auch in dem Zusatztweet, den ich angepinnt habe in dem Video, geschrieben. Die Antwort darauf war, wir verkaufen die schon lange, also so ungefähr, wir verkaufen die schon lange und es gab nie Probleme. Punkt. Okay, es kann sein, dass es nie Probleme gab. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dort auch was rausfindet, ist wahrscheinlich relativ gering. Man baut alles wieder zusammen, das Ding ist erstmal dicht, was da innen drin passiert, interessiert erstmal niemanden, weil da ja außen drauf so ein zweiter Wellendichtring kommt. Es muss auch tatsächlich nicht sein, dass da irgendwas passiert. Nur Fakt ist auf jeden Fall so, wie das da ist, was ich da auf dem Bild gesehen habe, was hier in dem Motorrad so eingebaut ist, ist so nicht richtig. Egal wie, es ist so nicht richtig. Und diese Behauptung, wir verkaufen den schon lange und wir haben nie Probleme gehabt und der hat sich bewährt und bla bla bla, die hat mich ein bisschen sauer gemacht, weil das ist so eine überhebliche Art und Weise. Ja? Also was willst du eigentlich? Die verkaufen wir schon ewig, gab noch nie Probleme. Wahrscheinlich wissen die Leute, die gekauft haben, oder ein Teil davon, wissen gar nicht, dass sie Probleme haben. Kann sein. Kann sein. Mein Fehler war, ich habe die Dichtringe nicht bei BMW bestellt. Einfach. Ich habe die nicht bei BMW bestellt als Originalteil mit dieser Teilenummer und habe dann ich zeige euch die mal. Ne? Das sind die. Sieht man das? So sehen die Originalen aus. Und das ist das, was drin war. Ne? So. Kaputt, klar. Ne? Kriegen wir das scharf? Kriegen wir scharf, passt. So. Ihr habt das gesehen. So sehen die beiden aus. Die sind natürlich ein Stück weit teurer. Die kosten beim BMW-Händler, also bei meinem BMW-Händler, kosten die 30,45 Euro. Die bei Tilz kosten 22 Euro. Und bei Lebmann habe ich geguckt, da weiß ich allerdings nicht, was da geliefert wird. Ob da bei Lebmann das hier geliefert wird oder auch irgend so ein passender Ersatz.
Weil nichts anderes ist es eigentlich. Es wird dort auf der Webseite geschrieben, Ersatz für. Ja, für mich ist ein Ersatz immer etwas, was auf jeden Fall auch passt. Passen tun die von Tilts, ja, aber meiner Meinung nach, also ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. In dem letzten Video gab es schon einen Kommentar dazu. Da hat nämlich sowas Ähnliches auch nicht gepasst, zwar für ein anderes Modell, aber das ist in etwa dasselbe. Da gab es schon einen Kommentar dazu, das genauso irgendwie auch so ein Problem, also da kenne ich jetzt nicht die Details, aber schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Was sagt ihr dazu, dass dieser komische Filzring da innen drin ist, dass der auf der Kurbelwelle läuft und so weiter und so fort? Also das würde mich mal, eure Meinung würde mich da mal interessieren. Ich persönlich halte das für falsch. Und weil ich das für falsch halte und auch sage, ich habe den Fehler gemacht, die einzubauen überhaupt, ich hätte sie gar nicht erst einbauen, ich hätte sie erst gar nicht dort bestellen dürfen. Ich hätte sie gleich dort bestellen müssen beim BMW-Händler, fertig aus. So. Und jetzt muss ich sie halt wieder rausmachen, ich habe das Geld in den Sand gesetzt, ist egal, aber auf lange Sicht gesehen ist das hier besser. Was mache ich jetzt? Schwungscheibe wieder runter, die neuen alten Radialwellendichtringe raus und mache die neuen auf die gleiche Art und Weise wieder rein. Also das Video, was ich gemacht habe, ist von der, wie man das macht, absolut korrekt. Man muss nur die richtigen Wellendichtringe kaufen, Radialwellendichtringe, und das am besten beim Teilehändler, beim Originalteilehändler. Ja, dann passt es letztendlich auch, dann habt ihr keine Probleme, müsst ihr euch keinen Kopf machen. Mir tut es nur leid im Prinzip, dass ich das nicht sofort gesehen habe, ja, das stinkt mir so ein bisschen, dass ich nicht sofort gesehen habe und sofort gesagt habe, nee, stopp an der Stelle und raus und andere. Aber so ist es halt, so ist es halt. So. Für die, die in der Zwischenzeit bestellt hatten, ich hatte das ja am Anfang in der Videobeschreibung als Link unten reingepackt. Sorry, schickt die Dinger zurück, macht, wenn jemand bestellt hat. Weiß man ja nicht, keine Ahnung, habe ich keinen Einfluss drauf. Schickt die Dinger zurück, sofern noch möglich, und kauft euch die einfach beim BMW-Händler und fertig, die Sache ist erledigt. Ja, Freunde, es gibt so Dinge, da reißt es nicht ab, ne? Aber gut, ist egal. Jetzt mache ich diese Radialwellendichtringe raus, hatte ich schon mal gesagt. Das zeige ich euch jetzt nicht nochmal, ich mache die neuen rein und danach. Ja, Freunde, eigentlich wollte ich ja in dem Video noch was anderes machen, hatte ich ja gesagt. Aber also normalerweise bin ich niemand, der irgendwas anderes oder jemanden in Anführungsstrichen schlecht machen will. Weil jeder soll seinen Kram machen und eigentlich ist das ja auch mein Fehler im Prinzip, dass ich was eingebaut habe, was vermeintlich passt und das Richtige ist, aber letztendlich dann doch nicht. Ich hätte es nicht einbauen müssen. Das ist ganz klar auf meiner Seite, mein Fehler. Okay. Aber wenn jemand was verkauft, dann sollte es schon passen. Vor allen Dingen, wenn man sagt, es ersetzt etwas. Ganz wichtig. Ich habe die jetzt rausgemacht. Ich mache mal gerade da hinten das Licht aus. Ich habe die jetzt rausgemacht. Und einen Vorteil haben diese Ringe tatsächlich, wenn man denn ein Motorrad findet, bei dem diese Ringe verbaut worden sind, dann kriegt man den inneren wesentlich leichter raus. Warum? Zeige ich euch gleich. Ich habe hier meine zweite Kamera. Machen wir das mal an hier. So, und dann mal ein. Der innere Metallrand hier, der ist viel, viel breiter, ja, dieser Rand, wie der bei den originalen Wellendichtringen. Bei dem originalen Radialdichtring war es ja das Problem, dass man da überhaupt gar kein Material hatte, um da anzugreifen. Man kommt da nicht rein mit einer Schraube, mit dem Ziehhammer, mit dem Abzieher. Und hier konnte ich das ganz einfach lösen, tatsächlich, indem, gehen wir da aus dem Bild, indem man hier diese Schraube reingedreht hat. Was habe ich dafür?
Vielleicht kennt sowas der eine oder andere. Das ist ein sogenannter Stockmeißel, den benutzen Imker in der Imkerei. Und die haben hier oben, um Flügelmuttern aufzudrehen und zu schließen, haben die hier oben so ein Loch drin. Sowas kostet 5 €. Und da kann man mit dieser Schraube da reinfahren, ne, so, und kann den entweder so rausziehen oder, wenn man das unterlegt, auch hier raushebeln. Das nur am Rande, Stockmeißel nennt sich das. 5 €. Guckt, ihr gebt ihr ein im Internet, wenn ihr sowas macht. Das geht natürlich auch für andere Dichtringe. Was ist mir aufgefallen? Ich zeige euch das mal. Dieser Radialdichtring hier sind natürlich mehrere, kriegen wir das scharf hier, sind natürlich mehrere Teile, ganz klar. Was heißt ganz klar? Eigentlich nicht. Der originale Radialdichtring sind eigentlich auch mehrere Teile. Das sind einmal, ist es hier diese Dichtlippe, ist ein Material, dann das Gummi, wo er eben drin sitzt, und der Kern aus Metall, also 3 Materialien. Das ist aber hier so fest miteinander verbunden, dass man diese Dichtlippe hier nicht wegbekommt von diesem Trägermaterial. Das funktioniert nicht. Ich zeige das mal im Nahen. Ja, das ist so miteinander verschweißt, verbunden. Diese beiden Dinge kann man nicht voneinander trennen. Und jetzt gucken wir uns mal den Dichtring an, den ich da reingemacht habe. Das ist der hier. Da haben wir auch wieder mehrere Materialien. Einmal das Gummimaterial hier oben, das Trägermaterial aus Metall, diesen bescheuerten Filzring, wenn man das sehen kann, hier, so, genau. Mache ich euch mal eine Nahaufnahme. So, das ist der Filzring hier, um den es ja ging. Man sieht hier schon, da ist eine Kante drin. So, dann haben wir das Trägermaterial aus Gummi oder was auch immer für Material das ist. So, und auf der Rückseite sehen wir hier das Kernmaterial, dieses Blech, das Metall, durch das man im Übrigen auch vorher mit dem Dorn ein Loch machen sollte, wenn man den rausmacht. So, und dann haben wir die Dichtlippe. Das ist die Dichtlippe. Und die Dichtlippe ist hier auf das Trägermaterial aufvulkanisiert. Offenbar. Allerdings so, dass man das ganz easy, ohne großen Kraftaufwand, super sauber von dem Trägermaterial entfernen kann. Und dann kommt das nächste. Die beiden haben ja 2 unterschiedliche Größen. Wenn die Dichtringe eingebaut sind, dann ist ja diese Kante hier innen drin. Ne, diese Kante hier, die ist ja umgebückt. Die schaut also Richtung Motor. Und diese, ich zeige euch das im Großen. So, ne, also diese Kante sitzt im Motor am Anschlag. Das ist die sichtbare Seite. Das hier ist die Dichtlippe. So, und wenn man die Dichtlippe umbückt, wenn man da von oben von der Seite drauf guckt, dann kann man die Dichtlippe nicht sehen, weil die nicht so lang ist. Das heißt, die Dichtlippe geht hier nicht über die Kante vom Ring raus. So. Und wenn ihr jetzt verstanden habt, um was es geht, dann seht ihr, dass diese Dichtlippe hier gute 1,5 mm rausguckt. So, und wenn wir dann hier weiter schauen, sehen wir hier, was sehen wir hier? Was ist das für ein Bullshit hier? Ehrlich, was ist das für ein Material? Wohlbemerkt, der Motor ist noch nicht eine Runde gelaufen. Also, heute seht ihr dieses Video und vor einer Woche habe ich die eingebaut. Und seitdem steht das Fahrzeug so da. Der Motor ist noch nicht eine Runde gelaufen. Ich habe den nicht mit der Hand gedreht, gar nichts. Geht auch gar nicht. Ich habe ja auch noch andere Arbeit zu tun. Und ihr habt es jetzt gesehen. Ich bin so froh, dass ich mich entschieden habe, die rauszumachen. Wirklich. Weil es ist nämlich so, der innere Sitz an der Kurbelwelle von dem inneren Dichtring, der hat einen Sitz,
wo ich den mit dem Spezialwerkzeug reindrücke. So. Und dieser Sitz ist vielleicht von der Kurbelwelle, von dem sichtbaren Teil der Kurbelwelle, vielleicht einen halben Millimeter oder einen Millimeter entfernt. Wenn jetzt diese Dichtlippe hier 1,5 Millimeter rausguckt und der Wellendichtring hier innen schon am Sitz ansitzt, was macht der dann? Der Dichtring drückt schon auf die Kurbelwelle. Hier guckt der, ich kann den so weit wie es geht hier drücken und der guckt nicht über den Rand hier raus. Also ich könnte den so flach auf den Tisch legen und der würde nur auf dem Gehäuse, im Prinzip auf dem äußeren Rand vom Wellendichtring liegen, aber nicht auf der Dichtlippe. Und das ist bei beiden so, bei dem inneren und bei dem äußeren, die unterscheiden sich nur im Außendurchmesser hier 83 und 85. 85 ist der äußere, 83 der innere. Was ist das für ein Quatsch, Leute? Und wenn ich dann eine Mail schreibe und ein Bild im Anhang hineinbringe, da stimmt doch was nicht, können wir vielleicht mal darüber sprechen. Ich will ja gar nichts, ich will nicht mal mein Geld zurückhaben. Ich will nur nicht, dass Leute aufgrund meines Videos sich so einen Scheißdreck kaufen und den dann bei sich einbauen und am Ende irgendwann ein Problem haben. Kaputte Kupplung, undichter Motor, die Siffe läuft da unten raus und so weiter und so fort. Das ist das, was ich will. Mehr will ich doch gar nicht. Aber das, Leute, das ist doch kompletter Nonsens, ist doch das, wirklich. Guck mal, wie leicht ich das hier ablösen kann. Ja? Ich fahre hier rein und dann kann ich das hier einfach so. Naja, ich verbuche das unter Lehrgeld und doppelter Arbeit. So, also ich zeige euch das jetzt nicht mehr, wie das eingebaut wird, weil da könnt ihr das andere Video euch angucken. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung auch das passende Video zu diesem Thema. Mir war das jetzt bei dem Video nur noch mal wichtig zu zeigen oder zu sagen, dass es da einen Fehler gab, dass ich da einen Fehler gemacht habe beim Einbau und dass diese Dichtringe einfach nichts taugen und nicht die richtigen sind. Auch wenn behauptet wird, es sind die richtigen. Diese Dichtringe kommen so von BMW, die sind also hier gerade und die müssen hier im Prinzip noch ein bisschen vorgeformt werden. Beim Einbau von diesen Dichtringen muss man gucken, dass die natürlich nicht extrem kalt sind, wenn man die da drüber macht. Ein bisschen vorwärmen, ein bisschen warm machen die Dichtringe und dann auch wieder über die Schlupfhülse drüber schieben und dann auf die Kurbelwelle und einsetzen, genauso wie ich das gezeigt habe, nur eben halt mit den Originalen. Das ist der Punkt. So. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu beachten. So. Das als kurzes Zwischenvideo. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und schreibt unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.